Hallo oder besser gesagt Buongiorno zu Einfach Backen. Wir machen heute Pizza wie vom Italiener. Es gibt nichts Besseres als knusprigen und luftigen Pizzateig. Das stimmt, da kann keine Tiefkühlpizza der Welt mithalten. Deswegen machen wir unsere Pizza am liebsten selbst. Genau, und das ist auch gar nicht so kompliziert, wie viele denken. Man braucht ein bisschen Geduld, weil der Teig natürlich gehen muss, aber das Warten lohnt sich. Wir haben hier Mehl, Öl, ein bisschen Zucker, Salz, einen Würfel frische Hefe und Wasser. Zuerst bereiten wir jetzt unser Hefewasser vor. Dafür bröseln wir die Hefe ins lauwarme Wasser. Dann kommt noch Zucker, Salz und das Öl dazu. Und dann muss das so ein bisschen ruhen, 10 bis 15 Minuten. Und dann können wir mit dem Teig weitermachen. Wenn das Hefewasser jetzt gearbeitet hat, dann wird es einfach nur zusammen mit dem Mehl verknetet. Damit der Teig jetzt so richtig schön gut durchgeknetet wird er hier noch ein bisschen auf der Platte bearbeitet. Genau, und jetzt muss der Teig nochmal für 40 Minuten gehen. Gute Nacht. Wow, der ist richtig gut aufgegangen. Genau, und jetzt können wir den eigentlich auch schon ausrollen. Wir teilen den in 2 Hälften, weil der Teig reicht nämlich für 2 Pizzen. Und am besten schön rund, dann sieht sie nämlich noch richtig original wie vom Italiener aus. Selbstgebackene Pizza kann man übrigens auch super einfrieren. Dafür einfach die Pizza fertig backen und dann einfrieren, wie gesagt. Und dann bei 200 Grad 10 bis 15 Minuten aufbacken. Dann hat man seine eigene super gute Tiefkühlpizza. Jetzt belegen wir die Pizza gleich noch und wir haben uns überlegt, dass wir eine ganz leckere Pizza Margherita machen. Es braucht nämlich nicht viele Zutaten, damit die Pizza richtig gut wird. Aber ihr könnt natürlich alles drauf packen, was ihr möchtet. Das ist auch super, um irgendwelche Reste zu verwerten, zum Beispiel Gemüse, Zucchini, Pilze, die ihr noch übrig habt, einfach mit oben drauf. Und genau, unsere Soße hier, die haben wir ein bisschen angemischt. Das sind passierte Tomaten mit Kräutern. Ich nehme jetzt hier geriebenen Mozzarella, aber man kann natürlich auch Edamer oder Gouda nehmen, das was man so am liebsten mag. Ich habe übrigens gelernt, richtig italienisch wird's, wenn man dann die frischen Zutaten da drauf macht. Also der Käse soll die Zutaten gar nicht verdecken, sondern nur den Geschmack unterstützen. Und dann muss die Pizza jetzt nur noch gebacken werden, und zwar bei 240 Grad, ungefähr 20 bis 25 Minuten. Wir haben die Pizza jetzt aus dem Ofen geholt und der Teig ist super kross geworden. Der Käse ist total schön verlaufen und sie sieht einfach echt sehr lecker aus. Ja, genau. Bevor wir die gleich probieren, garnieren wir die noch mit ein bisschen Basilikum. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr eure Pizza am liebsten esst. Und für ein tolles italienisches Dessert schaut gerne auf unseren Channel und liken und abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns ganz bald wieder.